So, da sind wir auch schon wieder bei Fire Emblem Engage. Part 2 schon. Beim letzten Mal haben wir die Ebene geklärt und kleine Fram ein bisschen gerettet. Ein bisschen dolle gerettet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Let's go. Divine One! Vander! Thanks for saving us. Und das geht schon wieder los. And, sorry. This all happened because we ran ahead. I'm the one who should apologize. You put yourselves in danger trying to protect me. It's such a relief you're both safe now. Divine One, I hear more enemies approaching. More? I thought we'd gotten them all. Evidently not. These creatures, will there be no end to them? Huh? There's more? And they've got a dragon? At last, you are awake. Is it really you? Yes, it's me. Thank you for saving us. What a joy it is to see you. Huh? I've waited for so long. Oh! Warte mal ganz kurz, ich brauche ja... So. Okay. When I sensed you had awoken, I flew here as fast as my wings would carry me. I hope you're not hurt. I'm fine. What a relief. You cannot understand how I've missed you, my dear child. Oh, you're my mother. What's the matter? Don't tell me. Since awakening, the Divine One's memory is clouded. I see. I'm sorry. I'm sure you weren't expecting this. No, I must apologize. I was so overcome with joy. I hugged you as hard as I could. I take this to mean you've forgotten everything. I suppose it's to be expected. 1,000 years is a very long time. Vander explained that I've been sleeping since some war that happened back then. Yes. You suffered a terrible wound. And because of that... A wound? Well, I don't remember that. Or this world. Or anything. Don't fret, young one. I will speak to you of all you've forgotten. Regardless of what you remember. I'm simply glad to have you back, my dear child. Still, this isn't the reunion you hoped for. Oh, don't worry about me. It's solace enough just to hear that sweet voice of yours, and to gaze once more into your eyes. What lovely colors they are. Genau, nach jedem bestandenen Kapitel kann man danach noch etwas durch die Gegend laufen. Das nennt sich dann Erkunden. Hast du einen Kampf abgeschlossen, kannst du die Karte frei erkunden und dich mit deinen Verbündeten unterhalten. Halte die Augen nach Fundstücken auf dem Boden offen. Wenn du einen Erkundungsgang beenden willst, gib dich zum Ausgang oder öffne mit Plus das Menü und wähle dann Aufbrechen. Genau, ich kann jetzt hier frei rumlaufen, ihr seht da unten die Karte. Und eigentlich ist alles das, was orange markiert ist oder leuchtet auf dem Boden,
für mich gedacht, aber da kann ich nicht hin, weil diese Taube ist außerhalb der Reichweite des Erkundungsgebietes. Einfach aus Prinzip kann ich nicht mit dieser Taube reden. So great! Ach ja, ist eigentlich alles voll vertont, außer die Texte. Ich überlege gerade, ob ich die vorlesen soll, das wäre vielleicht das Beste. Amazing! Ich hatte mir echt Sorgen gemacht, aber wir haben es überstanden. Dass wir in Sicherheit sind, haben wir euch zu verdanken, Göttliche. Hey, was ist eigentlich mit dem Kerl passiert, der aus dem Ring kam? Und dann haben wir noch. Es ist ermutigend, Königin Lumera und euch endlich wieder vereint zu sehen. Euer Gedächtnisverlust mag sie überrascht haben, doch sie scheint in guter Stimmung zu sein. Hallo, Mutti. Thank you. Ich bin so unglaublich glücklich, dich zu sehen. Es ist wie ein Traum. Wir sollten jedoch lieber nicht zu lange verweilen. Es können noch weitere Feinde lauern. Ja, da hatte Mutti aber recht. Wie heißt es immer so schön? Hör auf die Mutti. Immer auf die Mutti hören. Und dann, mehr geht's ja tatsächlich nicht. Also, let's go. Let's head to the castle. Climb on my back. Auf zum Schloss. Oh. We live on the continent of Elios, 4 realms surrounding a holy land at its center. Firene, kingdom of abundance. Brodia, kingdom of might. Elusia, kingdom of knowledge. Solm, queendom of freedom. The land of Lythos, home of divine dragons. And Gradlon, domain of the fell dragon, fallen to ruin. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as Emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Fell Dragon, Sombron, must be stopped. Jetzt geht's richtig los. Ja. Here we are. We are safe within these walls. So this is Lythos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Though you may not remember this place, I've long waited to welcome you back here. Welcome home. I'm home? Yes, you are. I feel overwhelmed with joy. I may cry. Queen Lumera. Vander. Clan. Frem. Thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors, watching over my child all these years. I am ever so grateful. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel woozy. Oh yeah, go us! We just got praised by Queen Lumera herself! The happiness of this moment aside, I am troubled to see the corrupted here in Lythos. The corrupted? Those enemies you were fighting out on the grasslands. Oh, I didn't like those things one bit. Just the sight of them made my blood run cold. Understandably so. The corrupted are corpses revived by an evil power. The Fell Dragon used them as his soldiers in the war. Before the start of that bitter conflict, Elios had known peace for eons. But then, a dark presence emerged. Sombron. Despite tireless searching,
We could not determine where he'd come from, but seeing the destruction he wrought, there was no doubt of his evil intentions. Now the corrupted are spreading once more. This may be a sign of his return. No. I wonder if it is mere coincidence that you awakened as all this unfolds. If the Fell Dragon has been released, then we must prepare for battle. I can't imagine fighting someone like that. Worry not. I doubt he will attack anytime soon. This castle is filled with the spirits of divine dragons. The corrupted cannot enter it easily. Let us devise a plan now, while we have the opportunity. Emblem Marth. It's been quite some time, Lumera. That it has. Thank you for lending your aid against the corrupted. You're welcome. But of course, I could help only because your child remembered me. You know, it is possible the others are awake now, just as I am. Perhaps you are right. Sorry, but what do you mean? Who's awake? There is something I should show you. Follow me. What is this place? This is the Ring Vault. It is where the Emblem Rings are enshrined. Those of the Holy Knight, of the Sage Lord, and of the Azure Twins rest here, as well as the Ring of the Princess Exalt, and finally, the Ring of the Instructor. Each dwells within an Emblem Ring, as Marth resides in the Ring of the Hero King. So, counting Marth, there are 6 emblem rings. Wow. In fact, there are 12. 6 here, and 6 entrusted to the other countries, as a precautionary measure. What do you mean? The emblems grant world-altering power to whoever has all 12 rings. For generations, the divine dragons used this power to ensure peace and prosperity in Elyos. Indeed, that was how we locked away the Fell Dragon. But many have sought to steal the rings and use them for their own nefarious purposes. Which is why they're scattered all over the continent, not just stored here. Precisely. The rings offer their power but once every 1,000 years, at which time the divine dragon travels across Elyos to collect them from each nation's ruler. With 1,000 years having passed since last time, I was planning to carry out this ritual soon. But if the Fell Dragon is after the rings, the emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring, just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh, you must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean? What was it? Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was how you summoned Marth. What was your focus, your intention when you spoke those words? I wanted to help Clan and Fram. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, Mutti verheimlicht irgendwas. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. Your focus was on helping others. Remember that intention whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow so you may protect others. I understand. Now, why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. Wenn dir ein Gott anbietet, gegen ihn zu kämpfen als Übungskampf, sollte man das definitiv ablehnen. Wir offensichtlich nicht. How about we train here? You will be the one fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblem's full power. Vander, Clan, Frem, you will be aiding my child in this battle. Against me. Queen Lumera, even in a practice battle, I could not turn my weapon on you. Oh, Vander,
Please do put your heart into it. I know I will. Wenn du der Softie bist, der seine Königin nicht angreifen will, die Königin sich so denkt, du nicht. The corrupted! No, dear. Not at all. How could you think so? I made these opponents from plants and rocks. Das sind also die veganen Varianten der Verzerrten. Verstehe. Nevertheless, their abilities are the same. Drop your guard and you could be hurt. Oh, they're really unsettling. Can we train with something else? They give me the chills. Listen, you must push through your fear and face whatever opponent stands against you. Never run away. You are my child, the protector of all. The Divine Dragon. I understand. Don't worry, Divine One. We'll back you up every step of the way. Yeah! Well, what Fram said. As loath as I am to battle against Queen Lumera, orders are orders. I pledge to bring us victory. Thank you, everyone. Now, let's begin. Und los geht die wilde Fahrt. Lumera besiegen. Ha, sehr gerne. Ein Gott mal in den Hintern zu treten, macht echt Spaß. Be cautious, Divine One. Some of these enemies are carrying long-range weapons. Therefore, they can rain arrows upon us from afar. Das ist richtig, denn das hier ist ein Bogenschütze. Schütze, Verzeihung. Mit dem Klassentyp verstohlen, ne? Und diese Einheit verdoppeln ihre AW-Bonus durch Geländeeffekte. Hat einen Eisenbogen. Ein Eisenbogen kann, wenn ihr mal guckt, neben beziehungsweise über Bogen steht RW, das ist die Reichweite. Der kann nur auf eine Distanz angreifen. Das heißt, wenn er hier steht, kann er nur hier angreifen. Ich kann aber mal mit ZL den Gefahrenbereich anpinnen und Lumera vor allen Dingen anpinnen, damit ich weiß, wie die sich bewegen kann. Ja, wir haben jetzt Clan und Fram. Fram ist ein Kampfmännchen, sie kann heilen und kämpfen. Und Clan ist ein Magier. Okay, ich würde sagen, nicht lange. See this enemy with the axe. Axe wielders are at a disadvantage against swords. Swords are strong against axes. Axes against lances. And then lances against swords. If you outmatch your foe, you can break their fighting stance for an advantage in combat. Try it. Strike with your sword. After their stance is broken, they'll be open to further attack. Kampfhaltung brechen. Gegner können mit dem Statuseffekt Bruch belegt werden, wenn sie einen Treffer von aber mit Waffenvorteil erleiden. Einheiten mit gebrochenen Kampfhaltung können bis nach ihrem nächsten Kampf nicht kontern. Das ist deine Chance zum Angriff. Schwerter haben einen Vorteil gegen Äxte, Äxte gegen Lanzen und Lanzen gegen Schwerter. Nahkampf gegen Bogen, Bücher und Messer. Also führst du einen Bogen, ein Buch oder ein Messer, bist du am A. Genau, das ist das, was ich letzte Folge schon erklärt habe, nur das mit dem Bruch kommt jetzt neu dazu. Und zwar sieht das dann wie folgt aus. Du schlägst drauf, der Gegner verliert seine Waffe, du schlägst noch drauf, er kann nicht kontern, der nächste kann angreifen. Well done. You see, swords are strong against axes. Always keep such weapon advantages in mind. Natürlich Enemies nicht. can't counterattack while recovering their stance. A good time to finish them off. Aber natürlich Mutti. Und zwar ist das die perfekte Gelegenheit, dass... Hey, Divine One. I don't know if you knew this or not, but I can use magic. I'm good from near or far, even against well-protected enemies. Mystische Einheiten. Magische Angriffe und mystische Einheiten ignorieren alle geländebedingten Boni und auf Ausweichen eines Gegners. Mystische Einheiten können auch über große Entfernungen unter erschwerten Trefferbedingungen Treffer erzielen. Ja. Clan als Magier tatsächlich gar nicht so schlecht für den Anfang. Magier können auf Distanz angreifen oder halt ganz nah dran und sind vor allen Dingen effektiv gegen die mit wenig Resistenz und gepanzerte Einheiten. The Divine Dragon looked right at me. Achso, und jeder von ihnen hat eine persönliche Fähigkeit, genau. Die habe ich auch noch nicht angesprochen. Und zwar ist das bei Nele einmal. Benachbarte Verbündete fügen +3 Schaden zu und erleiden -1 Schaden.
Und bei Clan ist es, befindet sich die Einheit neben der Wyrmgöttin, erhalten beide Treffer plus 10 im Kampf. Dann haben wir Vander, ist es, befindet sich die Einheit neben der Wyrmgöttin, erhalten beide Crit plus 5 im Kampf. Und bei Fram befindet sich die Einheit neben der Wyrmgöttin, erhalten beide AB plus 10 im Kampf. Also die drei, dadurch, dass sie ja deine Beschützer sind am besten neben der Wyrmgöttin aufgestellt. Was? Echt? Krass. Durch den Bruch oder was? Na dann, drauf da. Phew. Sehr schön. Problem ist halt bloß, jetzt wird der treffen, aber... The Divine One looked right at me! You know, I can do some mean healing with my staff. Not only that, I can take incoming hits from nearby allies. But it smarts when I do. Anyway, if you don't want to get hurt, or you need some patching up, just lean on me. Genau, Key-Adept-Einheiten beherrschen eine Technik namens Protektion, mit der sie benachbarten Einheiten vor gegnerischen Angriffen beschützen können. Mit Protektion erleiden die Verbündeten keinen Schaden, stattdessen erleidet die Key-Adept Schaden in Höhe von 20% seiner maximalen KP. Die beschützte Einheit übersteht den Kampf unbeschadet. Protektion kann nur eingesetzt werden, solange die Key-Adept voll KP hat. Richtig. Ich nehme ganz stark an, dass die KI der Einheit so denkt, dass sie kleinlich angreifen wird, dadurch, dass er kontern kann. Also würde ich ja Protektion auf die Wyrmgöttin aussprechen. Beziehungsweise würden dann alle, die hier stehen, protektiert werden. As your Halt nur steward. einer von denen. Oder er geht gleich auf Fram. So, jetzt ist das Problem, ich kann Fram da nicht reinstellen, nein, Lumera bewegt sich jetzt. Super. Die werden nämlich sehr gut gegen den Bogenschützen hier. Ja, ich denke, wir machen das so. We'll win this battle! Tja, da wurde einfach mal weggekrittet. Crits machen mal 3 des üblichen Schadens. I'm not even tired. Das heißt, ich brauche auch gar nicht heilen. Sehr gut, danke. Danke für den unnötigen Crit. Ja, wobei unnötig war der eigentlich. Jetzt Schaden erlitten. It's time I enter the fray. There is no need to hold back, my child. Hatte ich nicht vor. All right. Auch wenn es ziemlich weh tat. Aber das Gute ist, dass wir ja noch hier die gute Fram haben und einfach mal heilen können. Thank you. Sehr schön. Gut, okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Die hat eine Resistenz von 2 und echt nur eine Verteidigung von 5. Ja, ich meine, gut, es ist, wenn du es willst, es ist ein Tutorial-Boss, aber echt? Das sind 11 Schaden, aber doppelt tust du nicht. Wieso sind das 14 Schaden? Wieso? Ach so, plus 3. Verzeihung, ja. Ich vergaß. Da die plus 3. Ja, dann sind das 14 Schaden, das ist richtig. Ja. Queen Lumera, I don't want to attack you. Oh, I feel dizzy. Sharpen your focus, Clan, lest you miss. Ehrlich mal. Konzentrier dich, Junge. Ja! Ich meine, trefft du so oder so, aber... Kann? Ach nee, habe ich ja schon. Ja, komm, Final Blow. Das reicht gerade so. I'm so sorry. Ja, Level Up. Das Band von Nena Marv hat sich erhöht. Bandeffekt Schwertagilität. Die Einheit erhält AW plus 10 und erleidet Crit minus 10, wenn sie ein Schwert verwendet.
Wenn eine Einheit an der Seite eines Emblems kämpft, sammelt sie Banderfahrung und ihr habt Bandlevel und ihr Bandlevel steigt. Mit steigendem Bandlevel profitieren die Bündnispartner von höheren Werten und neuen Effekten. Fantastic work. You fought together splendidly. Was ich dazu sagen muss, ist, später ist es so, dass du im Somni, also den Ort, wo du davor warst, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber man kann Fähigkeiten erben. Let's move on. Wait over there a moment. All right. If everyone is in position, we'll begin. This time, I will be more hands-on. I intend to fight as if in an actual battle. Na klasse. Furthermore, I'll be using this. Is that the Ring of the Holy Knight? Indeed it is. I'm inviting an old friend to join us. I am Sigurd. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. Emblem Sigurd. He looks like a strong opponent. Each emblem has their own abilities. When allied with them, you can call upon their unique powers and skills. Whatever Sigurd's power is, it won't be the same as Marth's. We'd better keep our eyes open. My rapier is effective against cavalry, like those enemies over there. Once we engage, you can use my weapon. Try it against that foe. Emblem-Energie. Es kann passieren, dass du auf vereinzelten Feldern Ansammlung von Emblem-Energie vorfindest. Beendet eine Synchronisationseinheit ihren Zug auf einem Feld mit Emblem-Energie, wird ihre Bündnisleiste vollständig aufgeladen. Genau. Problem an der ganzen Geschichte ist, ja, der Rapier ist effektiv gegen berittene Einheiten. Das andere Problem ist allerdings, Lomera kommt bis hierhin. Sie nutzt den Emblem-Ring nicht für umsonst. Sie wird sich mit Sigurd definitiv synchronisieren. Heißt im Endeffekt... Warte, wo ist es? Verleiht Bewegung plus 5. Drache verleiht zusätzlich Bewegung plus 1. Das heißt, sie kann sich jetzt schon 6 Felder bewegen. Ist sie dann mit Sigurd vereint? Kann sie sich bis hierhin bewegen, weil macht Spaß. Super ist das. Ganz tolle Super. Und was kann sie noch? Eine kann sich nach ihrer Aktion 2 Felder weit bewegen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir halten uns von diesem Busch hier fern. Also ganz blind ist das jetzt natürlich nicht das Let's Play. So, ich muss ich ja nicht vorwegnehmen. Der hat eine Lanze. Der hat eine Lanze, also stelle ich Wände daheim. Ich mach mal Protektion mit Feuer. Und ich glaube, ihr beiden schafft es hier drüben. Das wird doch klappen, oder? Ja. Ist auch ein Level? Sorta like that, maybe? Ja, nicht ganz. Okay, lass ruhig kommen. Stay back! Im Nachhinein überlegt, war das echt eine dumme Idee. Ich meine... Sie hätte keinen Schaden bekommen. Also, Wender hätte keinen Schaden bekommen. Warum habe ich das getan? Egal. Genau. Nahkampfangreifer sind effektiv gegen Bögen, Magie und Messer. Das heißt, der Typ kriegt jetzt einen Bruch. Das ist die Frage, schafft Clan das 13, 10 oder gerade so, ne? Dann ist der schon mal down. Oh, thank goodness. Ach komm schon. Und... Wie viel hat der? 15. Du killst den, stimmt's? Ja, nee, wir müssen es ja nicht gleich übertreiben.
Ich hab Frame, ich kann heilen. So ist es nicht. Okay. Ja, wir beenden einfach den Zug. Ich will keine EP mit Bänder abstoppen, der kriegt so wenig. Das tut weh. Aber kann ich rein theoretisch? Ich meinte, wir könnten es versuchen. Mit 38%. Ich versuche es jetzt auch einfach. Naja, versuch mal klug, ne? Gut, dann hol ich mal aber wenigstens ein Level ab mit Claire. Der kriegt das, glaube ich, hin. Yeah. For the Divine Dragon. Komm, Magie und Geschwindigkeit. Los! Ach ja, Behendigkeit, genau. Das ist das, was kritische Treffer dann... Das wird ja aber nicht aufgeführt. Behendigkeit ist das, was kritische Treffer beeinflusst. Okay. I'll manage. Nein. Gott. Bevor ich mich jetzt da in den Busch stelle, mache ich nochmal eine Heilung. That helps. Achso, im Übrigen spiele ich immer sicher. Das sind Schwertkavaliere. Das ist nicht das Problem. Mein Problem ist allerdings, du machst die Ausweichrate, stimmt's? Ja. Dann machen wir es doch ganz einfach. Wir stellen Bänder hier hin. Dann kann Frame den nochmal heilen. Waffen verbrauchen sich nicht, aber Heil steht tatsächlich. Dann machen wir hier einmal Synchro. Ich habe jetzt Angst, dass Lumera kommt. Emblem engage. Stimmt, ich habe vergessen, wenn man die wenn man das Synchro mit Plus macht, dann sieht man die Cutscene nicht, die kleine. Okay, wir rüsten den Rapier aus und stellen Clan hier hin, in der Hoffnung, dass Lumera jetzt keinen Mist baut. Your teamwork is inspiring. Now it's time for us to make our move. Come, Sigurd. Gott sei Dank, sie baut kein... Warte mal kurz. Queen Lumera, please forgive me for standing against you. Vander, you are my child's knight. You must fill that role as best you can. Attack me with all your might. Die hat einen Ritter tot. Das heißt nicht für umsonst so. Ups. That was incredible. Das war sehr schmerzhaft. Lord Sigurd is remarkably swift. Perhaps we should be grateful this is a mock battle. Ja, ich weiß, in dem Übungskampf kannst du keine Einheiten verlieren, das ist richtig. Aber ich sag's euch gleich, sollte ich in den späteren Kampf wieder Einheiten verlieren, wird das Kapitel I won't falter. keine Fehler. Das war ein sehr schöner Crit. I live to fight again. Bisschen unnötig, aber schön. I have some left to give. Die Frage ist jetzt... Könnte ich das tatsächlich... Wie viel Schaden machst du? Okay, du tötest sie nicht. Du würdest ihr aber einen Bruch geben. Ich müsste dich aber vorher heilen. Das reicht nicht. Mist. Ich würde gerne noch den hier oben mitnehmen. Ja, das ist ja langweilig hier mit dem Rapier. Oh, doch nicht. Oh, interessant. Was ist, wenn ich den da oben nicht mitnehme? Dich hier hinstelle? Dann würde das funktionieren. Ich probiere das jetzt einfach. Das Gute bei Kia hat jetzt ist, dass sie gleichzeitig die 3 machen. Also, wenn da steht 3x2, dann greifen sie auch gleich doppelt an. Oh, Frame, das wäre so gut, bitte. No disrespect, Queen Lumera, but I've gotta attack you. That's the spirit, Fram. Oh, Gott sei Dank. So sorry. Intensiv.
You've won. I'm proud to see you working together so well. Mein Herz. Man hat jetzt hier ein Level abgekriegt. Das ist gut. Okay. Okay, wir sind schon wieder 35 Minuten. Diese Parts sind so intensiv. Das geht einfach auf keine Kuhhaut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Part von Fire Emblem Engage. Bis dahin. Ciao.